Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D2D. Wir haben heute 5 Punkte für euch vorbereitet, die ihr unbedingt checken solltet, bevor ihr euch für den Kauf von einer großen Fräsmaschine entscheidet. Erster Punkt. Passt euer Raum überhaupt? Ist der Raum ausreichend groß, dass auch die Wartung der Fräsmaschine stattfinden kann? Stimmt die Bodenlast? Und nicht zu vergessen sind alle Anschlüsse, sprich Luft, Wasser, Netzwerk und Strom ausreichend vorhanden. Apropos Luft, sind wir auch schon bei Punkt Nummer 2. Der Kompressor. Reicht er von der Leistung aus? Müsst ihr eventuell upgraden. Bei uns mit der 350i mussten wir definitiv upgraden. Es hat einfach nicht mehr gereicht. Der alte Kompressor konnte unsere mittlerweile 3 Anlagen einfach nicht mehr versorgen. Wir haben das Ganze dann auch noch umplanen müssen wegen der Geräuschbelästigung. Vorher stand er in einem kleinen Raum. Den mussten wir auch noch zusätzlich mit einem Schlitz versehen, damit entsprechend die Luftzirkulation gewährleistet war. Das Ganze hat dann Tür und Tor für die Geräuschbelästigung geöffnet, also musste der Kompressor in den Keller. Denkt an solche Sachen vorher, das ist ein wichtiger Punkt. Auch ganz wichtig ist eine ausreichende Klimatisierung des Raums. Wir hatten das Beispiel, die Fräsmaschine wurde im Herbst aufgestellt. Im Winter stand sie das erste Mal, weil die Temperatur zu niedrig war, also Heizung aufgedreht. Im Sommer stand sie dann das nächste Mal, weil wir die Maximaltemperatur überschritten haben. Grüße übrigens an der Stelle an Rainer Schaden. Wir wissen, du hast das vorher gesagt, dass wir das brauchen. Wir haben es aber nicht so wirklich geglaubt. Ende vom Lied. Seitdem ist eine Klimaanlage in unserem Fräsraum und hält den Raum konstant auf 25 Grad. Stimmt nicht. 23 Grad. Okay. 23 Grad. Dieses Video wird gesponsert von Trade for Dent. Die haben günstige Zirkonronden und mit unserem Gutscheincode bekommt ihr sogar noch 10% obendrauf bei eurer Erstbestellung. Das ist das Produkt, haut den Einkaufswagen voll, weiter geht's. Sind wir auch schon bei Punkt Nummer 4. Geräuschbelästigung hatten wir schon als Thema beim Kompressor, ist aber auch bei der Fräsmaschine ein Thema. Das heißt, trennt das von eurem normalen Arbeitsraum, ansonsten werdet ihr damit nicht glücklich werden. Das zweite ist, die Stäube, die sich dabei entwickeln, sind halt nicht besonders gesundheitsförderlich und auch für umgebende Geräte müsst ihr euch da durchaus was überlegen, weil zum Beispiel Resindrucker, also SLA oder DLP-Drucker, reagieren da doch relativ empfindlich, wenn Stäube in den entsprechenden Resinen sind. Wenn ihr nun all diese Punkte geklärt habt, gibt es den Punkt, den die meisten Leute vergessen. Passt die Fräsmaschine durchs Treppenhaus oder durch eure Tür? Bei uns tat sie das nicht und sie musste mit dem Gabelstapler, den ihr auch schon im Thumbnail gesehen habt, durchs Fenster im 2. Stock. Die schlechte Videoqualität möchte ich damit entschuldigen. Ich habe freihand mit meiner Höhenangst auf einem Dach stehend gefilmt. Bitte verzeiht es mir. Es war ein Abenteuer. Ja, das stimmt. Schildert uns doch einfach mal, wie das Ganze bei euch gelaufen ist. Vielleicht gibt es da die ein oder andere spannende Geschichte. Schreibt es uns in die Kommentare. Unter all den Einsendungen verlosen wir eine unserer schönen D2D-Tassen. Wir freuen uns auf eure Zusendung. Bleibt gesund und bleibt uns treu. Bis dahin.